Ich bin die Lena, ich bin Illustratorin und Tattoo-Artist und das ist mein Tiny House. Das ist mein Tiny House. Ich habe es nicht selbst gebaut, wir haben das gekauft. Das war ganz lustig, weil wir erst ein paar Tiny House Hersteller angefragt hatten. Also wir haben da halt angerufen, da ist größtenteils niemand drangegangen. Bei einem haben wir auf den Anrufbeantworter gesprochen und um Rückruf gebeten. Da haben wir dann leider nie einen Rückruf erhalten. Und dann habe ich über eBay Kleinanzeigen ein Haus gefunden, das mir super gut gefallen hat, das in unserer Nähe war. Und dann habe ich mal bei dem angefragt, ob er sich vorstellen könnte, quasi auch eins auf Auftrag zu bauen. Und er meinte dann, ja, er hat jetzt schon das 3. Tiny House auf Auftrag gebaut. Und dann sind wir da hingefahren, haben uns das Haus, was gerade zum Verkauf stand, mal angeschaut und haben das dann quasi da in Auftrag gegeben. Okay, also das Ganze steht auf einem Flemix-Anhänger. Das war auch tatsächlich der Part, der am längsten gebraucht hat, um geliefert zu werden. Er hat dann quasi den Bau ein bisschen verzögert. Und als wir den dann hatten, dann haben die das, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen da hingezimmert. Es hat eine Breite von 2,50 Meter und eine Länge von 6 Metern, beziehungsweise auch 6,50 Meter, weil hinten noch so ein Überstand ist. Dadurch ist das Loft, also der Schlafbereich, einfach ein bisschen länger. Die Fassade ist aus Lärche, das war uns auch sehr wichtig, weil das halt einfach schön altert. Das wird dann mit der Zeit so dieses Silbergrau, sage ich mal, ist auch ein bisschen schwerer. Also wir sind, wenn das Tiny House quasi leer ist, ganz, ganz knapp bei dieser 3,5 Tonnen Grenze. Wenn es transportiert wird oder beziehungsweise gefahren wird, dann muss es halt einfach leer sein, weil es sonst vom Gewicht her drüber ist. Aber es ist schon gefahren. Also es steht ja auch so ein bisschen höher, deswegen war es schon wichtig, dass da irgendwie noch so ein Vorbau hinkommt. Da hatten wir erst so ein Paletten, das war aber auch nur so eine Übergangslösung. Und dann hat ein Freund von meinem Vater, der auch Zimmerer ist, hat uns dann hier dieses schöne Vordach noch hingestellt. Also ich war eigentlich schon, als das vor 15 Jahren mit diesem Vanlife auf YouTube losgeht, war ich davon total fasziniert. Und bin dann über diese Videos, die ich mir alle angeschaut habe, natürlich dann auch auf die Tiny House Videos gekommen. Und das hat mich dann noch mehr irgendwie abgeholt, weil ich halt auch schon so lange nicht mehr Auto gefahren bin und so ein Tiny House natürlich schon noch mal ein bisschen mehr Komfort bietet, sage ich mal. Und einfach die Idee, auf so einem kleinen Raum, aber halt trotzdem richtig, richtig nah an der Natur zu wohnen, das hat mich halt irgendwie total fasziniert. Weil ich da irgendwie nicht so konform gehen konnte mit dem, was in unserer Gesellschaft eigentlich normal ist. Oder ja, auch so diesen Lebensweg, der einem quasi vorgelebt wird. Das war irgendwie nicht so meins. Aber so im Tiny House habe ich mich halt dann total gesehen. Also das war irgendwie so wie die Lösung, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe, so ein bisschen. Also ich habe mir hier auch so ein kleines Hochbeet hingestellt. Da sind jetzt hauptsächlich Kräuter drin und da hinten haben wir noch eine Gurke. Dieses Jahr funktioniert das alles nicht so gut witterungsbedingt. Das war schon mal besser, aber zumindest die Gurken, die wachsen. Und hier haben wir auch noch so einen großen Mirabellenbaum, der echt viele Früchte trägt im Moment. Also meine Mama hat auch schon so einen in ihrem Garten und ich fand das so cool und wollte irgendwie auf jeden Fall noch einen Teich haben. Am liebsten wäre mir irgendwie so ein kleiner Bachlauf oder sowas, aber ist halt alles auch irgendwie, der Platz ist hier auch so ein bisschen begrenzt, deswegen wurde es dann halt auch einfach so eine Badewanne. Genau, also im Moment stehe ich quasi auf dem Grundstück meiner Familie. Das ist ein Bauernhof und das Tollste daran ist natürlich, dass ich so in unmittelbarer Nähe zu unseren Pferden stehen kann. Ja, ist schon so ein kleiner Traum. Genau, wenn man reinkommt, dann ist man eigentlich direkt im Wohnbereich, sage ich mal, im Wohnzimmer, beziehungsweise ich sage auch immer, es ist so ein bisschen mein Gewächshaus, weil ich hier alles mit Pflanzen vollgestellt habe. Die erobern langsam aber sicher das Tiny House. Ist ein bisschen unpraktisch, aber ich arrangiere mich ganz gut damit. Ich glaube, für andere Leute wäre das irgendwie ein bisschen too much, aber ich mag das ganz gern so. Also die Küche ist eine IKEA-Küche.
Und die ist hier quasi auch nicht fest verbaut. Die steht hier auch einfach nur drin, damit man die im Zweifelsfall, wenn man jetzt das Tiny House woanders hinstellen möchte, einfach kurz rausmachen kann für den Transport. Die hat einen ganz normalen Herd und hier habe ich quasi so eine mobile Induktionskochplatte. Die ist auch ganz praktisch, weil man die halt auch einfach mal mit nach draußen nehmen kann und dann draußen kochen kann, wenn man möchte. Wir haben erst überlegt, ob wir fix eine reinbauen, aber ich bin eigentlich voll zufrieden. Mir reichen auch diese 2 Platten und genau, hier drüben habe ich dann noch einen kleinen Kühlschrank. Der passt hier auch ganz gut unter die Treppe rein. Also viel größer hätte der nicht sein dürfen, aber der reicht auch vollkommen aus. Und dann ist hier ein sehr wichtiger Teil, nämlich mein Buffetschrank. Also das Tiny House wurde so ein bisschen um diesen Schrank geplant. Da gab es auch ein paar Streitpunkte. Aber mir war total wichtig, weil der ist aus den 30er Jahren, dass der hier halt auch hier mit reinkommt. Weil ich hatte natürlich die Idee mit dem Tiny House, aber es ist ja jetzt in Deutschland auch nicht so einfach umsetzbar. Man braucht halt ein Grundstück. Und ja, ich verdiene jetzt auch nicht so gut, dass ich mir ein Grundstück leisten kann. Und selbst wenn man dann eins hat, dann ist ja auch immer erstmal die Frage, darfst du da ein Tiny House hinstellen oder nicht? Und hatte dann bei meiner Familie schon mal irgendwie so die Idee angemerkt, dass es doch eigentlich ganz cool wäre. Und die waren dann erstmal gar nicht so begeistert von der Idee. Und also, nee, auf gar keinen Fall. Deswegen war das immer so ein Traum, der aber so in weiter Ferne war. So irgendwann, wenn du dann genug Geld gespart hast und vielleicht mal ein passendes Grundstück findest. Und dann ging es dann aber doch relativ schnell, als meine Eltern dann doch irgendwie offen für die Idee wurden und mir dann auch angeboten haben, dass ich das quasi dann hier hinstellen kann. Ja, und dann ging es eigentlich recht fix. Genau, das ist quasi mein Bad. Da habe ich eine Kompostrenntoilette drin mit Lüftung. Also ich persönlich rieche nichts, wenn die Lüftung läuft. Und ansonsten haben wir auch noch eine Dusche. Das ist so eine Standardgröße. Unter der Spüle habe ich dann noch so eine kleine Infrarotheizung. Das ist quasi auch so ein bisschen mein Frostwächter. Wenn ich nicht da bin, da ist Thermostat dran. Und wenn es zu kalt im Haus wird, dann schaltet die sich an, damit es hier einfach nicht zu kalt wird. Also mein Schlafzimmer ist hier einmal quasi die Leiter nach oben. Da habe ich quasi mein Loft und meinen Kleiderschrank, beziehungsweise bin ich kein großer Fan von Kleiderschränken, deswegen haben wir hier einfach so eine Kleiderstange hingemacht, dann ist es so ein bisschen offen. Gefällt mir persönlich ein bisschen besser, aber ich mochte Schränke noch nie so. Und natürlich sind hier auch einige Pflanzen. Hatte meine Freundin zu Besuch, die hat dann gemeint, wie soll sie denn da schlafen, da hängt ihr ja die Pflanze ins Gesicht. Aber sie hat sich dann einfach andersrum hingelegt und dann war es kein Problem. Also dadurch, dass ich so viele Pflanzen hier drin habe, ist es schon so ein bisschen ein Problem mit der Feuchtigkeit. Da muss man schon ein bisschen drauf achten. Ich habe so einen kleinen Luftentfeuchter, den ich dann ab und zu mal laufen habe. Und was mir aufgefallen ist, dadurch, dass quasi hier hinten im Loft noch dieser Überstand ist, ist es im Winter die kühlste Stelle und da schlägt sich schon die Feuchtigkeit so ein bisschen ab. Also da muss ich schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht schimmelt. Ja, was? Also ich habe mir gefühlt alle YouTube-Videos angeschaut, die es so gab. Wusste schon, ja, wenn dein Standort so und so ist, dann kannst du das mit dem Strom oder mit dem Wasser so und so machen. Habe mich da auch schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie man das irgendwie autark machen kann, auch wenn ich es hier natürlich nicht gebraucht hatte. Wusste schon genau, welche Toilette ich haben will. Und ich wusste eigentlich schon, worauf ich mich einlasse. Was ich jetzt natürlich schon sagen muss, wenn ich gerade im Winter dann den ganzen Tag irgendwie im Stall beschäftigt war und die Hunde versorgt habe und dann abends eigentlich nur noch auf die Couch will und mir dann auffällt, dass ich kein Feuerholz mehr habe und irgendwie noch mal rausgehen muss und Feuerholz machen muss, dann ist es schon manchmal so ein bisschen zäh, aber irgendwie mag ich es auch total, weil dann hat man mehr so das Gefühl, ich habe mir jetzt dieses Feuer auch verdient. Und was ich auch ein bisschen unterschätzt habe, ist im Winter, wie kalt es dann doch nachts wird. Also ich habe ja hier den Holzofen und ich heize dann abends nochmal ein. Und sogar wenn ich da irgendwie Briketts reinmache, dann kühlt es doch dann in der Früh, also bis ich aufstehe, dann noch manchmal wieder runter und ist dann doch ganz schön kühl, wenn ich aufstehe. Aber ich mag das dann auch irgendwie total, wenn ich dann erstmal aufstehe und dann wird es langsam wärmer. Ja.
bin mit meinen Zweien finanziell und auch zeitmäßig ausgelastet. Ich muss mal kurz meine Pfeife holen, vielleicht kommen sie dann. Leider gerade ein bisschen matschig. Na komm. Carameo, komm. Geh schnell. Ja. Sollen wir das mal ausziehen? Hast du dich schon wieder in den Dreck geschmissen? Ja, ciao. Das ist der Schmendrick. Ein Pippi Langstrumpf-Pferd. Genau. Von der Optik her schon, vom Charakter her ist es eher ein Wildpferd. Also den Schmendrick habe ich, glaube ich, seit fast 4 Jahren. Also ich bin ganz, ganz lange nicht mehr geritten und dachte dann, oh ja, jetzt so in meinen 30ern könnte ich doch wieder mit dem Reiten anfangen. Wollte mir dann eigentlich ein super braves Anfängerpferd kaufen oder wieder Einsteigerpferd und habe dann im Endeffekt so ein rohes, traumatisiertes Problempferd gekauft, weil ich einmal so ein bisschen Mitleid mit ihm hatte. Weil er hat auch Brandnarben und bevor er zu mir kam, auch einiges durchgemacht, also schon so eine kleine Odyssee hinter sich gehabt. Ja, und jetzt ist er da. Und weil er dann halt doch nicht so das Reitpferd oder das anfängertaugliche wieder Einsteigerpferd war, ist dann der Carameo jetzt letztes Jahr dazugekommen. Also der wurde jahrelang als Zuchthengst benutzt, sage ich mal. Also ich weiß nicht, ich finde, man kann das bei Hengsten eigentlich gar nicht anders nennen als benutzt. Und ist dann verkauft worden, weil die Vorbesitzerin ein bisschen in Geldnot geraten ist und dann die Zucht aufgegeben hat. Also, ja, und über eine Bekannte, die halt wusste, dass ich vielleicht doch noch gerne ein Pferd hätte, das man auch reiten kann, bin ich dann quasi an ihn gekommen und habe eigentlich erst gesagt, auf gar keinen Fall, weil er halt auch in einem schlechten Zustand war, also relativ abgemagert und unterbemuskelt und hat auch gar nicht so wirklich mit mir interagiert, als ich ihn mir angeschaut habe, aber irgendwie muss ich sie halt doch immer alle retten, ich weiß es nicht. Und es war echt die richtige Entscheidung, muss ich sagen, also es ist echt ein super Kerl. Es gibt einfach Pferde, die wollen einfach kein Reitpferd sein und er ist jetzt von der Genetik her doch eher noch so ein bisschen Wildpferd. Also für den ist es nicht so cool, wenn da Gewicht auf dem Rücken ist und so. Das ist schon ein krasser Trigger für ihn, deswegen darf er jetzt einfach nur Pferd sein. Hey, komm her. Komm, mal sitz. Also ich teile mir das Häuschen quasi mit meinen 3 Hunden. Der Hiro war der Erste, der kommt aus Ungarn, aus der Tötungsstation. Ich wollte eigentlich gar keinen Hund mehr haben und dann habe ich den auf dem Bild gesehen und habe mich instant verliebt und wusste, das ist so mein Hund. Und ein Jahr später kam dann hier die Kalisi dazu. Die habe ich auch auf dem Bild gesehen und das war irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Die war auch so ein bisschen krank, als ich sie bekommen habe. Hatte ein bisschen Pilz, die ist auch ein bisschen anfällig, weil sie halt ein halber Nackthund ist. Und das hat eigentlich gepasst, die waren beide sehr harmonisch miteinander, also die lieben sich, das hat echt super geklappt, aber mir war es anscheinend zu harmonisch, ich weiß es nicht. Oder ich dachte mir, ach, ein Dritter macht nicht mehr so viel aus und dann ist hier die dazugekommen. Hiro, geh mal Platz, komm. Sputnik, komm mal zurück. Kommst du mal zurück. Genau, das ist die Sputnik. Ich sage immer liebevoll meine kleine Psychokartoffel. Die kam im 2. Lockdown dazu. Da hatte ich wohl auch zu viel Zeit und die wurde von den Vorbesitzern inseriert, weil die ein bisschen mit ihr überfordert waren, weil sie ist auch taub und ein bisschen anstrengend und kann auch nicht alleine bleiben. Und ich bin ja Tattoo-Artist und kann meine Hunde mit in die Arbeit nehmen und dann dachte ich mir, ja, dann nimmst du die, da muss sie auch nicht viel alleine sein.
Und jetzt habe ich sie an der Backe und es ist jetzt nicht mehr so harmonisch, weil die beiden Mädels denken beide, dass sie der Mittelpunkt des Universums sind und geraten manchmal aneinander, aber wir arrangieren uns schon alle. Gell? Ja. Also sie ist ja eine halbe französische Bulldogge, das sind ja Qualzuchten, bei denen ist ja alles ein bisschen kürzer. Und sie hat zum einen einen Unterbiss, also ihr Unterkiefer ist zu kurz. Und zum anderen hat sie halt fast keine Zähne, weil dieses Gen, was quasi dafür verantwortlich ist, dass die Hunde wenig Fell haben, wirkt sich auch auf die Zähne aus. Also sie hat nicht wirklich viele Zähne und die Zunge ist halt normal lang und schief. Und deswegen hängt die eigentlich permanent raus. Ich hatte auch im ersten Winter echt ein bisschen Angst, dass ihr vielleicht irgendwie die Zunge abfriert, aber es hat alles ganz gut funktioniert. Und sie kommt damit auch ganz gut klar. Essen ist immer so ein bisschen eine Herausforderung, aber mit Trockenfutter geht es ganz gut. Bei weichen Sachen braucht sie einfach ein bisschen länger und macht ein bisschen eine Sauerei, deswegen fütter ich sie auch in der Dusche. Aber ihr macht das nichts aus, sie kennt das nicht anders und ja. Hallo. Darf ich das haben? Nee. Also ich bin jetzt schon seit fast 9 Jahren als Tätowiererin und Illustratorin tätig. Habe quasi mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Bin auch super happy, dass das alles funktioniert. Also manchmal funktioniert es auch nicht so gut. Aber damit finanziere ich quasi mein Leben. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen ins eigene Bein geschossen, weil eigentlich ist ja der Ziel mit so einem Tiny House, dass man quasi finanziell unabhängig wird. Jetzt habe ich aber halt einfach meine Tiere, die auch irgendwie finanziert werden müssen. Aber bis jetzt klappt das ganz gut. Das wird jetzt quasi eins von meinen Wannadoos. Also ich habe dann erstmal klassisch meine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin für Digital- und Printmedien. Habe dann aber in dieser Ausbildung schon gemerkt, dass ich eigentlich nicht für den Rest meines Lebens im Büro sitzen möchte und Pixel von rechts nach links schieben. Wir hatten da auch einen 4-Wochen-Block Gestaltungsunterricht und dann habe ich schon gemerkt, dass mir das viel mehr Spaß macht, wenn ich da irgendwie aktiv quasi zeichne und das alles ein bisschen praktischer mache. Das, was mir am meisten Spaß macht, sind natürlich Tiermotive, Pflanzen auch so ein bisschen, halt alles, was irgendwie so naturmäßig ist. Wobei ich ja diesen Tiermotiven dann auch oft irgendwie noch so ein Horn aufsetze oder es halt einfach Fantasiewesen sind. Und so im Allgemeinen mache ich ja am liebsten auch einfach nur meinen persönlichen Stil, also meinen Illustrationsstil, weil ich das halt auch am besten kann. Wenn du jetzt ein realistisches Porträt von mir haben willst, das kann ich einfach nicht so gut wie andere und da hat dann auch keiner was davon. Aber das ist ja auch eigentlich das Schöne so an meinem Job, dass jeder so seinen individuellen Stil hat und da draußen dann auch eine Person rumläuft, die vielleicht genau den Stil richtig gut findet und haben möchte. Wir gehen jetzt ein paar Brombeeren sind es, glaube ich. Brombeeren ernten. Wir haben hier nämlich quasi wild ein paar Brombeerensträucher und das ist immer im Sommer richtig cool, wenn da so richtig viel dran ist. Die gehen sogar, die sind gar nicht so reif. Dann können wir schauen, ob am Heidelbeerstrauch auch noch was dran ist. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Man muss da schon so ein bisschen einfach den Mut haben und sagen, naja, ich probiere das jetzt einfach mal aus und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber was, wenn es funktioniert? Und meistens kriegt man das, also wenn man was wirklich will, dann schafft man das auch irgendwie. Also, ja. Und ich glaube, es gibt überhaupt keine Sicherheit. Wenn uns Corona uns eins gezeigt hat, dann, dass eigentlich nichts sicher ist und wir uns in so einer Scheinsicherheit
wiegen, aber es kann auch morgen was passieren und dann ist wieder alles anders. Und lieber gehe ich dann den Schritt, anstatt dass ich mein Leben lang bereue und mir überlege, was wäre gewesen, wenn. Aber das lässt sich, glaube ich, auf alles im Leben irgendwie ganz gut anwenden. Also was ich mir ganz oft denke, ist, dass wir Menschen halt einfach irgendwie so ein bisschen verlernt haben, im Einklang mit der Natur zu leben und da so ein bisschen Rücksicht zu nehmen, weil im Endeffekt sind wir quasi in ihrem Lebensraum und nicht umgekehrt. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass die Leute das nicht als so selbstverständlich ansehen, dass quasi die Natur auf uns Rücksicht nehmen muss, sondern dass wir ein bisschen mehr Rücksicht auf die Natur nehmen, weil die Natur braucht uns nicht. Aber wir brauchen die Natur.